So viel kleiner ist die PS5 Slim. Das hier ist eine originale PS5 und das hier ist die Größe der PS5 Slim mit abnehmbarem Laufwerk. Jetzt stellt sich die Frage, wie kriege ich die Farbe wieder runter? Und so sieht die neue PS5 aus. Sie ist schmal, hat wiederum eine geschwungene Linienform. Vor allen Dingen an den Seiten ist sie nun deutlich geschwungener und sie hat nun ein deutlich herausstehendes Disklaufwerk. Und sie kommt wiederum in zwei Versionen, einmal mit Laufwerk und einmal die Digital Edition. Das Laufwerk hat übrigens noch eine weitere Funktion. Wir haben hier die normale Standard PS5 mit Disklaufwerk. Daneben das Slim-Modell auch mit Disklaufwerk und man sieht schon, das Disklaufwerk steht weiter heraus, aber gleichzeitig ist die PS5 schmäler geworden. Das ist allerdings ein optischer Trick, denn die Abmaße von 35,8 x 9,6 x 21,6 cm sind gar nicht mal so viel kleiner als die Original PS5. Nichtsdestotrotz sieht sie erheblich schlanker aus. Noch mehr gilt das für die PS5 Digital Edition. Die Digital Edition ist an sich schon sehr schlank, aber die neue PS5 Digital, die ist nochmal erheblich schlanker. Sie hat auch eine Maximalbreite von 8 cm. Zudem ist das Gewicht erheblich geschrumpft. Die Original PS5 von 2020 hat noch 4,5 Kilo gewogen. Das neue Slim-Modell 3,2 Kilo. Noch mehr entschlackt wurde die Digital Edition, die hat 4 Kilo gewogen. Die neue Version wiegt nun 2,6 Kilo. Und was man hier auch genauer sieht, ist der neue Standfuß. Der ist allerdings optional. Die neue PS5 könnt ihr gleichermaßen waagerecht und senkrecht betreiben. Das Laufwerk hat auch eine Zweitfunktion. Sie ist auch ein Standfuß für den waagerechten Betrieb. Als weitere Stütze gibt es hier eine scheinbar ausklappbare Plastikklammer, damit die PS5 eben genau waagerecht liegen kann. Natürlich könnt ihr die PS5 auch senkrecht betreiben, da braucht ihr nicht zwingend diesen Standfuß, aber wenn ihr den haben wollt, der kostet leider extra. Das ist ein ziemlich cooles Ringdesign, kostet allerdings 29,99 €. Interessant ist auch, dass die Seitenplatten abnehmbar sind. Das haben wir bei der bisherigen PS5 ja auch schon so. Allerdings unterteilen die sich jetzt. Es gibt eine Oberseite, die glänzt und eine matte Unterseite. Und das eben auf beiden Seiten. Das heißt, es gibt 4 Seitenplatten. Sony hat schon angekündigt, dass man die austauschen kann und dass es andere Farben geben wird. 2024 sollen unter anderem Schwarz, Rot, Blau und Silber als Farbvarianten kommen. Kostenpunkt 54,99 €. Ebenso ist das Laufwerk austauschbar. Das heißt, ihr könnt eine Digital Edition aufrüsten zu einer Disc Edition. Dazu kann man einfach die Seitenplatte entfernen, das Laufwerk montieren und die Seitenplatte wieder dran montieren. Man sieht ja auch, dass das Laufwerk einfach nur durch Plastikklammern eingesteckt wird. Wahrscheinlich sind die Anschlüsse hier an der Rückseite. Und was man auch sieht, ist, das Laufwerk ist nach hinten abgerundet. Ein interessantes Detail sehen wir hier drüben. Der Auswurfknopf ist nicht mehr in der Mitte positioniert, sondern direkt am Slot-In-Laufwerk. Das Laufwerk ist für Blu-rays mit UHD-Auflösung ausgelegt und kostet separat 119,99 €. Man merkt schon, Sony will, dass das Laufwerk nur noch ein optionales Extra ist. Einfach deswegen, weil man sich in Zukunft immer mehr auf digitale Spiele und Downloads konzentrieren will. Dass das Laufwerk ein Extra ist, hat man allerdings schon beim ursprünglichen PS5-Modell gesehen. Denn ich habe so das Gefühl, dass das hier das ursprüngliche PS5-Modell war, die Digital Edition. Und dass man erst dann irgendwo im Laufe der Entwicklung noch zusätzlich ein Laufwerk integriert hat. Das sieht man auch einfach am Design. Jetzt bei der Slim noch viel mehr. Technisch bleiben wir auf dem Stand der bisherigen PS5. Das war bei den Slim-Modellen der Vorgängerkonsolen PS4, PS3 und so weiter genauso schon. Das heißt, wir haben dieselbe Leistung, aber in einem kompakteren Gehäuse. Es werden höchstwahrscheinlich auch weniger Chips verarbeitet und Chips zusammengefasst. Das ergibt auch ein kleineres Motherboard, weniger Hitzeentwicklung und damit auch weniger Energieverbrauch. Wir haben weiterhin einen Hauptprozessor an Bord, unterteilt in eine CPU und eine GPU. Die CPU ist weiterhin mit Zen 2 Architektur und 8 Kernen sowie 16 Threads ausgestattet und das Ganze mit einer Taktfrequenz bis 3,5 GHz. Die GPU, die Grafikeinheit, ist weiterhin auf der RDNA2 Architektur und kann bis zu 2,23 GHz takten. Das ist eine variable Taktfrequenz, die eben Maximalleistung von 10,3 Teraflops schafft. Das ist genau die Leistung der ursprünglichen PS5. Nichts geändert hat sich auch beim Speicher. Wir haben weiterhin einen 16 GB großen GDDR6 Speicher an Bord mit der gigantischen Bandbreite von 448 GB pro Sekunde.
Aber es wurde auch etwas verbessert, nämlich der SSD-Speicher. Bisher hatten wir bei der PS5 standardmäßig 825 GB, auch eine ganz schräge, krumme Größe. Das neue Slim-Modell wird allerdings 1 TB Größe haben. Ich gehe natürlich davon aus, dass man diesen Speicher auch wiederum ganz normal mit M2 SSDs erweitern kann. Eine weitere Änderung betrifft die USB-Ports. An der Vorderseite gibt es jetzt zweimal USB-C High-Speed-Ports. Bisher war das eben aufgeteilt, einmal USB-C und einmal USB-A. Auf der Rückseite gibt es weiterhin zweimal USB-A-Ports. Der Preis, der ist geblieben. Weiterhin kostet die PlayStation 5 mit Laufwerk 549,99, die Digital Edition dagegen 449,99. Das ist der Preis schon von den bisherigen Modellen. Natürlich gab es immer wieder mal Angebote, wo die PS5 auch offiziell günstiger geworden ist, und auch bei vielen Händlern findet ihr die PS5 unter diesem Preis, oft auch dann einfach im Bundle mit Spielen. Aber der offizielle Preis bleibt erstmal. Woher kriegt jetzt eine PS5 Slim? Das Problem ist, die ist bisher noch nicht vorbestellbar. Sie hat auch keinen konkreten Termin, wann sie rauskommt. Stattdessen plant Sony eine Übergangszeit. Das bedeutet, dass ab November erst die Geräte bei US-Händlern stehen werden. Auch gleichzeitig bei Sony direkt unter direct.playstation.com. Das gilt allerdings nur für die USA. In Europa gibt es noch keine Info, wann und wo dieses Gerät erhältlich sein wird. Definitiv wird es auf direct.playstation.com auftauchen, auch im deutschen Store. Genauso wird sie dann bei Händlern auftauchen. Einen Termin dafür gibt es noch nicht. Das liegt dann auch daran, dass Sony erstmal das alte Modell abverkaufen will. Und sobald das alte Modell abverkauft ist, dann wird das neue nachgeschoben. Das heißt, bei manchen Händlern kann das früher auftauchen, bei anderen später. Wenn ihr jetzt eine PS5 bestellt, dann kriegt ihr definitiv das bisherige Modell, das 1200er Modell. Braucht ihr eine PS5 Slim? Nicht unbedingt. Als Neukäufer würde ich vielleicht einfach warten, bis die PS5 Slim da ist. Einfach auch, weil die vielleicht weniger Energieverbrauch hat als die bisherige PS5. Aber wenn ihr schon eine PS5 habt, dann braucht ihr garantiert kein Slim-Modell. Bleibt unbedingt dran, damit ihr keine Infos zur PS5 und zu neuer Hardware verpasst. Jetzt ist noch die Frage, wie kriege ich jetzt die Farbe weg?